Moin, ich bin Dan von Riding Media und könnt ihr euch noch an mein Video zum Sion von Sono Motors erinnern? Da habe ich Folgendes gesagt. Im Januar haben sie dann auch die 50 Millionen geknackt. Problem ist aber, dass die jetzt dann für den Start von der Produktion nochmal irgendwie 200 Millionen oder sowas brauchen. Bin ich mal gespannt, ob dann Investoren da sind. Schwierig. Und ja, wer hätte es gedacht, das Geld zum Start der Produktion ist irgendwie nicht ganz zusammengekommen. Um genau zu sein, wird mit der neuen Safe Sion-Kampagne versucht, 3.500 Vollanzahlungen zu bekommen. Das heißt, die 26.900 Euro müssen von 3.500 Kunden voll angezahlt werden. Das entspricht dann auch nur ganz läppischen 94 Millionen Euro. Sono Motors hat bei der letzten Kampagne Ende 2019 gezeigt, dass ihre Kunden, sagen wir mal, spendabel sind und dadurch auch die 50 Millionen Euro Kampagne innerhalb von circa 2 Monaten erreicht. Deswegen werden jetzt auch die ganz großen Geschütze ausgefahren. Die Kampagne triggert mich schon ein bisschen. Alles in Schwarz und dass du entscheidest, wirft so ein Licht auf mich als Kunden, dass ich verantwortlich bin. Dabei hätte ich das ganze 2019 schon abgebrochen. Aber lasst mich kurz aufarbeiten, was so seit meinem letzten Video passiert ist. Oktober 2021. Geplanter Börsengang und Preis von 25.500 auf 28.500 Euro erhöht. November 2021 gelistet an der Nasdaq-Börse. März 2022 Start vom Bau der Serienerprobungsfahrzeuge. April 2022 neuer Auftragsfertiger Valmet Automotive in Finnland und gleichzeitig auch eine Preiserhöhung von 28.500 auf 29.900 Euro. Juli 2022 Sion Premiere vom Produktionsdesign auf einem super cringe Live-Event, kann man sich echt nicht geben. Gleichzeitig wurden aber auch noch Sono Solar vorgestellt. Das sind Solardächer bzw. Kits für Stadtbusse. Und auch die Sono-App für Carsharing wurde auch noch vorgestellt. November 2022. Kooperation mit Continental, zusätzlich eben zu den E-Motoren, was sie bereits hatten, nun auch bei Fahrzeugassistenzsysteme und Fahrzeugkonnektivität. Und ganz viel unwichtiges Zeug, Kofferraumtest, neues Logo, Tour in den USA und noch vieles mehr. Ich sehe den Sion immer noch als gute Idee, aber wenn man immer und immer wieder Geld bei den Kunden erbetteln muss, dann soll es doch einfach nicht sein, oder? Also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Sono Motors wird von Beratern geraten, sich auf die Solartechnik zu konzentrieren. Und naja, wird damit jetzt nicht schon irgendwie so angefangen? Also zumindest aus finanzieller Sicht würde ich irgendwie ja sagen. Auch wenn das Marketingmaterial sehr traurig gestaltet ist und das Sion als Herzensprojekt dargestellt wird, sagen ja weiterhin die Aktionäre, wohin die Reise gehen soll, oder? Dank seit dem Kapitalismus? Und daran können jetzt auch nicht noch die Kunden irgendwas dran ändern, oder? Sehe ich das falsch? Ist deswegen vielleicht auch das Ziel so unrealistisch hochgesetzt, damit man am Ende sagen kann, wir, die Kunden, sind daran schuld, dass es nicht geklappt hat? Aber eins muss man ihnen zugute halten, sie gestehen sich endlich Fehler ein. Auch wenn sie nicht genau sagen, welche Fehler. Das Sion geht auch wieder perfekt zur Kampagne auf Europatour und auch hier in der Schweiz, bei mir in Bern, wird ein Stopp gemacht, deswegen denke ich, dass ich da auch vorbeischaue. Das war es jetzt aber mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, darfst du es natürlich gerne bewerten, aber auch Feedback in den Kommentaren hinterlassen. Und ja, ciao, bis zum nächsten Video, man sieht sich.